Wenn du ein normales Apple-Telefon hast, dann sind die Daten nicht sicher auf deinem Telefon. Da gibt es etliche Berichte und etliche Studien darüber. Ich habe vor über einem Jahr darüber gesprochen. Alle 4,5 Minuten telefoniert das Telefon nach Hause zu Google Cloud und sendet deine Standortdaten mit der Uhrzeit, ob du gelaufen bist, gefahren bist oder wie du dich fortbewegt hast und den Status von dem Telefon. Das sind ja auch Gyrosensoren drin. Wenn du es ausschaltest, ist es nicht aus. Zum Beispiel im Hintergrund läuft ja weiter deine Uhr und das Datum. Wenn du es wieder anschaltest, dann ist es ja immer noch aktuell. Das heißt, da wird separat auch noch was versorgt. Wenn du ein iPhone ausschaltest, ist es nicht aus, es ist weiterhin an. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Diese Woche geht es in unserem Podcast um ein sehr interessantes Thema. In den letzten Wochen hat man ja immer wieder mal in den Schlagzeilen etwas über Datenlecks oder Datendiebstahl gelesen. Immer wieder ist mal das Thema des gläsernen Bürgers besprochen worden. Es gibt Konzerne, Institutionen, die daran sehr interessiert sind, uns Gadgets und Features unter dem Label Komfort, Einfachheit, Luxus zu verkaufen. Aber in Wirklichkeit will man uns noch besser tracen, tracken, kontrollieren. Und dann, auch in den letzten Jahren, haben ja Strafverfolgungsbehörden zunehmend Daten auch verwendet, die von Technologieunternehmen gesammelt und gespeichert worden sind. Und selbst Zufallsfunde können dann eben verwendet werden, um letztendlich jemanden steuerlich oder anderweitig zu belangen. Dann haben wir das Thema Bargeldbeschaffung und da fragt man sich vielleicht, was hat das mit Privacy zu tun? Aber diejenigen, denen das Sorgen macht, dass es vielleicht möglicherweise bald kein Bargeld mehr gibt, die haben da auch schon ihren Grund, ne? Weil man natürlich in dem Moment, wenn man gezwungen wird, nicht mehr mit Bargeld zu bezahlen, sondern nur elektronisch auch wieder trace und trackbar wird, wo hat man was gekauft, was hat man gekauft und so weiter. Wie viel hat man ausgegeben im Jahr, im Monat für, was weiß ich, das eine oder andere. Und all das sind Themen, die haben was mit Privacy zu tun. Und last but not least, gerade in den letzten Tagen, auch übrigens in Davos wieder, war das ein großes Thema beim WEF, das Thema KI und AI in aller Munde. Und Menschen, die da sensibel sind, machen sich auch sehr viel Sorgen, weil wenn jetzt zunehmend KI eingesetzt wird, könnte man natürlich noch viel besser, in größerem Umfang oder schneller digital hinterlassene Spuren auswerten und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Auch das macht einigen Sorgen. Und dann haben wir noch die Leute, denen ist das ganze Thema viel zu komplex und zu kompliziert und die sagen, ich habe eh nichts zu verstecken. Ich mache ja nur legale Sachen, ich habe nichts zu verbergen, also warum soll ich da eine Privatsphäre haben? Und da wird man dann auch gerne mit dir nochmal drüber sprechen. Ist das wirklich so oder sollte man sich trotzdem Sorgen machen? Es ist jedenfalls schön, dass wir den Chris heute als Experten zum Thema Privacy mal bei uns haben. Wie gesagt, Chris, schön, dass du da bist und stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selber vor. Ja, lieber Daniel, lieber Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen können. Und ich werde oft auch konfrontiert, gerade von uns, von Mitgliedern und Kunden, mit eurem Thema, auf was ihr euch spezialisiert habt. Und ich finde wirklich es sehr, sehr wichtig, was ihr macht. Es ist vor allem jetzt, was auf uns zukommt, so immer wichtiger. Und ja, ich bin Chris, ich bin von Privacy World und ich habe in der IT angefangen, vor über 20 Jahren zu arbeiten. Knapp 20 Jahre. Ich bin Entwickler, Gründer, ja, teilweise auch Pionierentwickler. Ich habe Online-Plattformen gebaut und vermarktet, Programme, also auch zum Beispiel Apps. Und ja, teilweise auch an Projekte gearbeitet, die wirklich höchsten Sicherheitsstandard haben müssen an Plattformen. Und vor über 10 Jahren ging das circa los, wo mir einfach aufgefallen ist, der Trend der Überwachung. Gerade wenn man mit der Entwicklung zu tun hat, dann stellt man einfach fest, man kriegt Bausteine von den Big Tech-Unternehmen und die sollen verwendet werden und was die wirklich dann anrichten, ja, das ist nach und nach halt wirklich dann verheerend und das ist mir damals aufgefallen. Vor allem gerade eben auch die massive Zunahme innerhalb von den letzten 3-4 Jahren. Es ging exponentiell nach oben. Und ich habe dann einfach angefangen, so vor 7 Jahren circa, für mich selber einfach die Entwicklung
voranzutreiben, dass ich Lösungen habe, weil mir das einfach, ja, Schicht um Schacht war da sozusagen. Das ging einfach nicht mehr, was da gemacht wurde. Und das ist der Grundstein oder das Fundament heute, was wir bei Privacy World haben. Das habe ich dann weiterentwickelt. Und da geht es um komplett alles, was in der IT sich bewegt. Telefone, Laptops, Router, alle Geräte, was man sonst auch zu Hause hat. Also ein sehr weitreichendes Feld, aber auch, wie man sich im Netz bewegt oder jetzt, wenn man sich eben einfach in der Gesellschaft bewegt, wenn man verreist und so weiter, auf was man da denn so circa achten sollte, um möglichst privat unterwegs zu sein. Ja, genau. Klasse. Und geht jetzt hier, ich würde den Sebastian an der Stelle gerne mal fragen. Also vielen Dank, Chris, für diese tolle Zusammenfassung. Aber vom Sebastian würde mich gerne mal interessieren. Sebastian, du sprichst ja viel mit Kunden, mit Mandanten. Und was sind denn bei denen so die Gründe, Bedenken, wenn dort mal das Thema Privacy angesprochen wird? Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Also ich hatte ja vorhin eingangs schon gesagt, dass das eigentlich ein ziemlich facettenreiches Thema ist. Also zum einen natürlich ist jeder besorgt, wenn ich jetzt Google Docs verwende und dann noch Google Chrome und dann noch dieses und jenes. Welche Daten füttere ich einfach solchen Datenkraken wie zum Beispiel Google oder Facebook oder Amazon? Was ist dann die Konsequenz dessen? Gut, die eine Konsequenz könnte sein, dass ich dann laufend irgendwelche Ads gezeigt bekomme, was vielleicht nervig ist, aber sind dann möglicherweise auch noch schwerwiegendere Konsequenzen? Können diese Daten möglicherweise irgendwo landen? Möglicherweise bei Hackern oder möglicherweise auch bei staatlichen Organisationen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Ja, also wie kann eigentlich bestehende Technologie letztlich so verwendet werden, dass ich nicht überall letztlich hier meine Präferenzen hinterlasse, was dann möglicherweise gegen mich verwendet werden wird. Und dann gibt es natürlich auch andere Punkte, was natürlich bei uns sehr stark wichtig ist und auch natürlich in der Vertretung von Mandanten, dass wir letztlich natürlich immer dafür plädieren, dass man alles den Steuerbehörden offenlegt, dort wo man es offenlegen muss, dass man steuerehrlich ist, ganz klar. Aber dazu gehört natürlich, dass man eine gewisse Strategie hat, wie man kommuniziert, was man zu welchem Zeitpunkt kommuniziert. Ja. Also natürlich heißt jetzt absolute Ehrlichkeit nicht, alle verfügbaren Informationen einfach jemand so zur Verfügung stellen, der daraus dann möglicherweise die falschen Schlüsse zieht, weil er sie nicht versteht oder weil es komplex und vielschichtig ist und wo dann schlafende Hunde geweckt werden können, die dann wiederum hier zu negativen Konsequenzen führen. Also das ist sicherlich eine Sache, also Schutz vor staatlichen Maßnahmen, wo das dann ein Thema ist. Und dann natürlich ganz klar, Hacker natürlich, wie kann ich mich davor allgemein schützen, wie kann ich meine Daten schützen? Industriespionage ist ja bei vielen ein Punkt, gerade jetzt im Zusammenhang mit China. Wie kann ich dafür sorgen, dass hier meine Daten nicht in feindliche Hände fallen und mir dann möglicherweise ich dann betrogen werde, bestohlen werde und so weiter. Also das sind, glaube ich, so die 3 Dimensionen. Klasse. Ja, das sind alles sehr wichtige Bausteine und definitiv auch, was du angesprochen hast mit Google, wo die Daten am Schluss landen. Ja, Google liest die Daten aus, weiß alles. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Google-Konto verwendest, da hast du deine Telefonnummer meist hinterlegt, die ist gekoppelt mit deinem Pass, weil man muss sich ja auch verifizieren, in den meisten Ländern zumindest, wenn man eine Telefonnummer haben mag. Das heißt, das ist gekoppelt mit deiner Identität und alle Schritte, die da danach folgen, was du schreibst, welche Dokumente du also ausfüllst, liegt bei Google und Google hat natürlich auch Backdoors. Das heißt, für die 3 Buchstaben-Agenturen, die haben da durchaus Zugriff und oft werden diese Daten halt leider auch verkauft. Also gerade Google ist da auch wieder angeklagt inzwischen oder angeklagt worden und musste Strafen einfach zahlen, weil es einfach praktiziert wird. Ja. Hackerangriffe auch ein wichtiger Punkt, definitiv. Wir müssen vielleicht anfangen zu unterscheiden zwischen der... Ja, gerne. Ja, also ich fand das, was der Sebastian zusammengefasst hat, sehr, sehr gut. Ich würde den Chris mal kurz bitten, den Unterschied zwischen Sicherheit und Privacy nochmal ganz klar zu ziehen. Und dann können wir nachher nämlich nochmal über diese 2 Themen auch sprechen, wenn wir uns jetzt mal vielleicht so die
die Devices angucken, mit denen ich digitale Spuren letztendlich hinterlasse, weil es geht ja in der Regel immer ums Smartphone zum Beispiel, dann geht es um meinen Computer und dann geht es vielleicht noch um andere Gadgets und Devices und überall muss ich vielleicht auf andere Dinge aufpassen. Also jetzt der Unterschied zwischen Privacy auf der einen Seite und Sicherheit. Also Sicherheit, dass jemand nicht an meine Daten rankommt, ist die eine Sache. Der Sebastian erwähnte da zu Google zum Beispiel, wenn man da seine ganzen wichtigen vertraulichen Dokumente speichert, ist das sicher? Kommt da jemand ran? Also wie sicher soll ich mich fühlen, wenn ich zum Beispiel so einen Online-Dienst benutze? Ich sehe schon, du lächelst. Ne? Und auf der anderen Seite, ebenfalls, wenn wir nochmal wieder über Google sprechen, ich wohne jetzt hier an der Grenze zur Türkei. Wir hatten hier einen Netzausfall und plötzlich war mein Router mit dem türkischen Netz verbunden. Und ich wollte mich bei Google einloggen und da sagt Google, Moment mal, wir haben festgestellt, Sie haben innerhalb von so vielen Minuten das Land gewechselt und wollten jetzt mir eine SMS, dass ich mit SMS sozusagen bestätige, dass ich wirklich der Inhaber dieses Google-Kontos bin. Und da wird einem natürlich bewusst, die tresen und tracken, wo ich sitze. So, und letztendlich wird ja dann letztendlich durch SMS auf meinem Handy wiederum nachvollziehbar, wo war ich, als ich diese E-Mail geschrieben habe oder bekommen habe und so weiter und so fort. Also das ist ein relativ, wie der Sebastian sagte, schon sehr, sehr komplexes Thema. Aber vielleicht kannst du es mal trennen, so wie trennst du das deinen Kunden, deinen Mandanten gegenüber, Privacy und Sicherheit, oder kann man das überhaupt nicht trennen? Ja, doch, ist schon trennbar. Wir unterscheiden zwischen Privatsphäre und Cybersecurity, Cybersicherheit. Und vielleicht ist da ein Beispiel ganz gut, um das zu veranschaulichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Flughafen gehe oder der Vorraum von einem Gerichtsgebäude, das sind überall Überwachungskameras. Sicherheitskameras werden sie ja auch genannt. Sie werden nicht Privacy-Kameras genannt, sondern Sicherheitskameras. Und was macht zum Beispiel auch das Gate, wo ich durchlaufe, der Detektor? Er legt im Prinzip alles offen, was er sieht. Und natürlich können es nur die Beamten zum Beispiel einsehen, aber Sicherheitskameras, also da ist keine Privatsphäre, da bist du nicht geschützt, sondern jeder sieht praktisch alles. Und man sagt, okay, jetzt zum Beispiel beim Flughafen ist zur Sicherheit von allen. Das heißt, da hast du keine Privatsphäre. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, Gerichts zum Beispiel, ja auch natürlich, die Sicherheit muss gegeben sein, dass niemand Waffen mitbringt oder irgendwelche Dinge, die halt nicht erlaubt sind und deswegen wird gescannt. Nur die Sicherheit ist wichtig. Ist in der IT-Welt dann genau gleich. Also ich kann jetzt eine Cybersicherheit haben, aber überhaupt keine Privatsphäre. Zum Beispiel bei Antivirenprogrammen. Da wird ja gesagt, okay, du bist sicher. Ja, und was passiert im Hintergrund? Wir installieren ein Programm auf unserem Rechner und dieses Programm gleicht mit deren Servern ab. Okay, hast du eine Schadsoftware drauf, es wird analysiert und deine ganzen Daten werden stetig ausgetauscht. Wenn zum Beispiel du auch dann noch Blocker hast, im Browser drin wird auch da einfach möglichst versucht, dass alle, die daran teilnehmen, alle Kunden möglichst gut geschützt sind. Aber du gibst deine Daten gleichzeitig preis. Also der Antivirenhersteller weiß, was du tust oder beziehungsweise weiß, welche Daten von dir kommen. Und er möchte die ja auch filtern. Also er sagt, er möchte sie schützen. Das heißt, Privatsphäre hast du mit einem Antivirenprogramm leider nicht. Gleiches Beispiel auch, wenn es jetzt um Firmen-PCs geht. Da ist auch nicht die Absicht, dass der Mitarbeiter eine Privatsphäre hat, sondern die Firma möchte oftmals überwachen, dass der Mitarbeiter produktiv ist und hat teilweise sogar Programme darauf installiert oder blockiert manche Dinge. Aber es geht nicht darum, dass du privat sein kannst und private Dinge machen kannst. Also ich glaube, anhand von dem wird schon mal deutlich, dass die IT-Sicherheit unabhängig von der Privatsphäre eingesetzt wird oder dass es einfach so vorherrscht. Privacy oder Privatsphäre ist wirklich für jeden Einzelnen, für das Individuum. Und das bedeutet, dass niemand anders die Daten einsehen kann. Nur du, nur das, was ich hier am Rechner mache und das bleibt hier und es wird mit niemand anderem geteilt. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Okay, gut. Jetzt habe ich letzte Woche meine Lieblingsserie gesehen, Private Eyes heißt die zufällig. Und in dieser Serie letzte Woche, da war so ein paranoider Geschäftsmann und da nahm dann das Handy, ne, weil er gemerkt hat, irgendwie sind sie hinter mir her und hat die SIM-Karte rausgenommen, den Akku rausgenommen, hat es auf den Fußboden geschmissen und hat es mit den Füßen zertreten, ne, weil er dachte er muss das tun.
um letztendlich nicht mehr getrackt und getraced zu werden. Also 2 Fragen jetzt dazu. Also ist es wirklich so, dass dass das Smartphone so ein gefährliches Gerät ist und man wirklich das so ernst nehmen muss? Ist es wirklich so wie in einem Film, dass man also getraced und getrackt wird? Wer macht das überhaupt? Also muss ich mir da als normaler, unbescholtener Bürger überhaupt Sorgen machen? Und das Zweite, das spielt dann wieder mehr, aber wir bleiben beim Smartphone, in das rein, was der Sebastian von uns sagte. Also sind Dinge, die ich auf dem Smartphone speichere, wie vielleicht vertrauliche Dokumente, vertrauliche Daten, sind die da sicher? Also kann ich das überhaupt auf so einem Gerät sicher speichern, dass niemand an diese Daten rankommt? Und zwar, da kann man ja immer teilen, jemand, der das Gerät in die Hand kriegt, ist die eine Sache, aber vor allem eben auch von außen. Ne? Ist das sicher? Wie einfach oder schwer ist es da, an meine vertraulichen Daten ranzukommen? Ja, das kommt ganz drauf an, was du für ein Telefon hast. Also kommt auf den Hersteller drauf an und kommt auf das Betriebssystem drauf an und danach, welche Apps du auf dem Telefon hast. Also es gibt verschiedene Arten von Trackern. In unseren Online-Kursen habe ich eine schöne Pyramide und vergleiche das einfach mit Schichten. Also die erste Schicht ist wirklich die Hardware. Und bei der Hardware gibt es zum Beispiel oftmals schon Backdoors. Also, dass einfach wieder die 3 Buchstaben-Agenturen Zugang haben. Kommt natürlich auch darauf an, ob man von Interesse ist, dass wirklich auf die erste Schicht da jetzt geschaut wird und die Backdoor aktiviert wird. In der Regel spielt sich alles drüber ab. Also beim Betriebssystem ist zum Beispiel wichtig, wenn du ein normales Apple-Telefon hast, dann sind die Daten nicht sicher auf deinem Telefon. Da gibt es etliche Berichte und etliche Studien darüber. Ich habe vor über einem Jahr darüber gesprochen. Alle 4,5 Minuten telefoniert das Telefon nach Hause zu Google Cloud und sendet deine Standortdaten mit der Uhrzeit, ob du gelaufen bist, gefahren bist oder wie du dich fortbewegt hast und den Status von dem Telefon. Das sind ja auch Gyrosensoren drin. Aber nur, wenn es an ist, oder? Also nicht, wenn es ausgeschaltet ist. Leider auch, wenn es ausgeschaltet ist, weil es ist im Prinzip ein Trick, ein Zauberertrick, zu sagen, dass das Telefon aus ist. Wenn du es ausschaltest, ist es nicht aus. Zum Beispiel im Hintergrund läuft ja weiter deine Uhr und das Datum. Wenn du es wieder anschaltest, dann ist es ja immer noch aktuell. Das heißt, da wird separat auch noch was versorgt. Wenn du ein iPhone ausschaltest, ist es nicht aus, es ist weiterhin an und sehr interessant auch, wie das mit dem Tracking dann funktioniert. Der letzte Standort wird gespeichert, wo du also das Telefon ausgeschaltet hast. Und dann kann anhand von den Gyrosensordaten, das heißt Beschleunigungssensoren sind es ja, geschaut werden, okay, in welche Richtung hast du dich bewegt, Y, Z und X-Achse, wird praktisch dann berechnet, wenn du das Telefon wieder anmachst, wo du rauskommst. Das heißt, es ist ganz klar, da hast du es ausgeschaltet, da hast du es wieder angeschalten. Und also das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt der Tracker mit den Gyrosensoren. Dann haben wir aber noch die SIM-Karte, dann haben wir die App selber. Also zum Beispiel SIM-Karte, wenn du eine SIM-Karte drin hast, dann brauche ich nur 3 Telefonmasten und kann den Standort des Telefons auf eine halbe Meile genau festlegen, tracken. Das macht zum Beispiel der Telefondienstleister. Gibt es ja einige, Telekom, O2 und so weiter. Das heißt, sie wissen, wenn du die SIM-Karte eingelegt hast, wo der Standort von dem Telefon ist. Und der wird ständig aufgezeichnet. Ist einfach in der Historie drin. Ja. So, jetzt mein Geschäftspartner. Jetzt nehmen wir mal an, wie sehr muss ich mich sorgen und wie könnte ich mich davor schützen? Das nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Geschäftspartner oder vielleicht auch einen Ehepartner, mit dem ich nicht in Frieden gerade bin, dass der in irgendeiner Art und Weise, ohne dass ich das will und weiß, tracke oder meine Dokumente oder meine E-Mails mitlesen kann auf meinem Telefon. Also wie sicher oder unsicher ist jetzt mein Telefon, wenn ich also da jemanden habe, mit dem ich gerade vielleicht Probleme habe. Und wir reden jetzt mal nicht von den 3 Buchstabenagenturen, die du erwähnt hast, sondern halt eher von vielleicht Geschäftsleuten oder Privatleuten, die da Zugriff haben wollen auf meine Informationen. Ja, definitiv kann derjenige schon etwas machen. Allerdings wird es eher dann gefährlich, wenn er jemanden anschwärzt und wenn Ämter so zum Einsatz kommen, weil die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, haben einen längeren Hebel und die haben Zugang zu diesen Daten, die sehr wahrscheinlich nicht geschützt sind und können dann natürlich auch, also sagen wir einfach, derjenige schwärzt sich an und sagt, ja, ich habe da mehrere Details und hier liegt ein Delikt der Steuerhinterziehung vor. Allein der Verdacht reicht schon aus, dass juristisch
der Staat sich selber legitimiert, auf dein Telefon zuzugreifen. Und das kann er über Trojaner, über Staatstrojaner. Und jetzt aktuell ist ja sowieso in Diskussion, dass es überhaupt gar keinen Grund dafür geben soll für die Aufzeichnung. Also völlig ohne Grund möchte dann zum Beispiel die Frau Faeser, dass es aufgezeichnet wird. Ja, und wenn jetzt da ein kleiner Verdacht schon vorliegt, dann reicht das eben schon aus. Und da muss man sich davor schützen. Man muss das vorbeugen und darf nicht die selben oder die Mainstream-Betriebssysteme nutzen, weil die halt einfach generell zur Aufzeichnung gedacht sind. Da ist es mit eingebaut. Also das normale Mobiltelefon ist der Spion direkt in der Tasche. Also wenn du jetzt von einem Staatstrojaner redest, dann würdest du also sagen, die Behörde würde auf dem Telefon was installieren. Wie würde das funktionieren? Also wie würde ich den Trojaner auf mein Telefon geschleust bekommen? Wie würde das ablaufen? Ja, zum Beispiel über sowas mit einer SMS, die du bekommst und du weißt gar nicht, dass du sie bekommen hast. Oder über E-Mails, da läuft natürlich auch ganz viel an Trojanern und einfach Schadsoftware. Aber natürlich haben die Ämter auch über die Backdoor, also die Big Tech-Firmen werden ja nahezu auch schon gezwungen, wie zum Beispiel WhatsApp und so weiter, Instagram, dass sie einfach den Zugang offenlegen, sobald da einfach der Verdacht besteht. Und es ist ja ganz einfach, über deinen Pass oder über deine Identität weiß man, welche Telefonnummern du hast und wo die verwendet werden. Und dadurch kann man rausfinden, deine Social-Media-Accounts und dadurch die ganzen Sachen, ohne dass du es weißt, schon auslesen. Ja, gibt es denn überhaupt jetzt, also ist jetzt die einzige Lösung, kein Smartphone mehr zu besitzen? Also es gibt ja Geschäftsleute, die sich vielleicht also ohne dass man jetzt sagt, die sind paranoid, aber dass sie einfach sich zu sehr Sorgen machen, die sagen, dann habe ich eben kein Smartphone mehr, dann habe ich wieder so ein altes Klapphandy mit nur einer SIM-Karte. Ist das die Lösung oder was empfiehlst du jetzt eigentlich? Also was macht man? Ja, erstmal, glaube ich, muss man die Gefahren erkennen und wissen, was die Gefahren sind. Also wir haben zum Beispiel einerseits Browser Fingerprinting. Das heißt, unabhängig, ob du jetzt ein Klapphandy hast oder nicht, selbst auf deinem Computer hast du einen Browser und dahinter lässt du Spuren. Also Browser Fingerprinting ist wichtig, weil sobald du auf 4 verschiedenen Webseiten bist und du hast dieses Thema nicht unter Kontrolle, kann ich deine Identität schon zu 99%iger Wahrscheinlichkeit feststellen. Und die meisten Menschen verwenden nur einen Browser und dann ist es sowieso klar, wer du bist über die Accounts, wo du dich überall einloggst. Das heißt, da wäre die Lösung, das Verhalten zu ändern, Browser-Isolierung. Egal jetzt unabhängig vom Gerät. Dann ist wichtig, okay, zu wissen, welche Apps hast du drauf und welche Tracker haben die drin. Also die Apps kommunizieren zum Beispiel teilweise untereinander, je nachdem, wie viele Tracker sie halt drin haben, über Google Firebase, Analytics und so weiter. Weiß Google wieder, was du in der App machst, wie du sie verwendest, als auch von der anderen App. Und dadurch wird es zusammengeführt zu einer virtuellen Identität oder der digitalen Identität. Dann wäre wichtig dein E-Mail-Verkehr. Also wenn du jetzt nur ein Klapp-Handy hättest, du hast ja weiterhin E-Mail und musst ja deinem Geschäft nachgehen. Das heißt, es ist wichtig, wie du E-Mail benutzt und ob du darüber zum Beispiel deinen Pass verschickst oder was für Dinge du da tust. Ich weiß, es ist sehr schwierig, das Thema E-Mail, weil sehr viel, es ist halt ein Standard heutzutage, aber es ist oftmals sehr hilfreich, hier auf sichere Messenger umzusteigen. Das wäre echt von Vorteil. Dann Voice Fingerprinting. Das heißt, wenn du jetzt dein Klapp-Handy hast und machst den ersten Telefonanruf, dann ist direkt klar, wer du bist, weil es gibt einen Fingerprint, also eine einmalig auf dieser Welt, wie deine Stimme sich anhört und die Frequenz da dazu. Und sobald du da einen Anruf machst, dann hat man schon mal den Voice Fingerprint, den man abgleichen kann. Und wenn du jetzt noch zusätzlich 3 Kontakte anrufst, zum Beispiel Mama und Partner und Tochter oder so, ja, dann ist auch wieder klar, wem diese Nummer gehört. Das heißt, es geht schon um das Verhalten. Es reicht nicht nur aus, jetzt zum Klapphandy umzusteigen. Es könnte für manche Menschen hilfreich sein, aber es ist halt nicht praktikabel, weil wir brauchen ja auch viel Anschluss zu dieser IT. Also wenn du jetzt ein Geschäft hast, dann musst du ja auch mit den Kunden kommunizieren können und musst Anrufe entgegennehmen können. Das heißt, das ist leider nicht die Lösung. Das ist nicht praktikabel, auch wenn es vielleicht für manche besser wäre. Ja, das heißt, wir müssen schauen, dass wir auf sichere Telefone umsteigen. Wir brauchen bessere Betriebssysteme und alternative Apps, die einfach dieses Tracking nicht mehr zulassen. Und das funktioniert. Das ist im Grunde gar nicht so viel Aufwand, wie sich viele das vorstellen. Es ist einfach nur einmal umgestellt und dann fährt der Zug halt einfach auf der Privacy-Schiene. Ja.
Da gibt es auch noch weitere Geo-Tracking zum Beispiel mit der SIM-Karte. Dann gibt es Wi-Fi und Bluetooth-Scanning. Das würde zum Beispiel, wenn du ein Club-Handy hast, das ein Wi-Fi-Modul drin hat, das haben sehr viele zum Beispiel, dann bist du auch nicht mehr geschützt, weil das Telefon sendet Signale. Klar, okay, diese MAC-Adresse war jetzt in der Gegenwart von diesem Router und genauso funktioniert das mit Bluetooth auch. Bluetooth also unter den Geräten. Das heißt, hat jemand ein Apple-Gerät und ich habe jetzt ein nicht geschütztes, kein Privacy-Club-Handy, ja, dann weiß trotzdem wieder Apple, wo ich bin mit diesem Club-Handy. Also es ist ziemlich einfach. Die Lösung ist da leider nur, dass man umsteigt und sich ein neues Telefon holt, wo man private Betriebssysteme drauf machen kann. Und das sind dann immer Android-basierte Betriebssysteme, oder was ist das? Ja, es gibt Android-basierte, es gibt Linux-basierte. Wir arbeiten mit Android-basierte, weil halt Android im Grunde, also Free Open Source heißt, ich sag mal, der Baukasten. Der kommt auch von Google, das ist sehr lustig, weil wir verwenden eigentlich Google gegen sich selber. Aber das herrscht halt vor, das ist möglich. Und diese Software können wir komplett einsehen. Das Problem beim iPhone und beim normalen Google Android ist halt einfach, das ist eine Blackbox. Ich sehe nicht, was da drin passiert. Ich kann anhand von den Leaks dann schon sehen, okay, da werden diese Details gelegt, aber da passiert auch noch viel mehr, was wir halt doch nicht sehen können. Ja. Halt ich habe jetzt gerade mal hier einen Artikel aufgemacht von der Website netzpolitik.org. Wo es ja vielfach um solche Themen geht. Da ist diese Statistik hier zum Jahr 2020, wo es also tatsächlich bestätigt wird, die Polizei setzt diese Staatstrojaner ein. Und zwar im Jahr 2020 50 Mal insgesamt. 22 Mal war sie erfolgreich damit und konnte die gesamten Daten dieses Gerätes sozusagen dann diese Staatstrojaner dann auslesen. Also wir wissen natürlich nie, was jetzt offizielles Reporting ist und was dann eher inoffiziell tatsächlich die Zahlen sind. Bestätigt jedenfalls wird natürlich, dass es tatsächlich gemacht wird. Die Zahlen, die wir jetzt hier sehen, sind natürlich relativ klein. Also ich meine, da würde man dann natürlich von irgendwelchen Drogenkartellen oder Menschenhändlern oder sowas ausgehen, die hier entsprechend dann ausgehoben werden sollen. Wären jetzt zum Beispiel die Telefone hier oder die Lösung, die Kombi-Hardware-Software, von denen du sprichst, wäre die sicher, um sich hier vor solchen Maßnahmen zu schützen? Ja, auf jeden Fall ist es sehr viel schwieriger, dort sowas einzuschleusen. Ja, klar, stimmt jetzt so. Sehr viel schwieriger, man kann natürlich nie hundertprozentig garantieren. Genau, ist ja klar. Alles in der IT kann gehackt werden am Schluss. Ja. Aber es ist halt die Frage, wie hoch ist der Aufwand? Ja? Wie hoch ist der Aufwand? Genau, und wie hoch ist das Interesse? Also wenn du jetzt auswanderst und du machst alles ordentlich und von dem ist jetzt einfach auszugehen und du hast diese Systeme, dann bist du da ziemlich gut unterwegs. Wenn du jetzt allerdings etwas tust, was halt, ich sage jetzt einfach mal, der Obrigkeit nicht gefällt, dann hast du natürlich auch da Probleme. Und sehr wahrscheinlich gar nicht mal über die IT, sondern über menschliche Fehler, die dann passieren. Also sie schützen natürlich nicht vor Dingen, die halt einfach gar nichts mit der IT zu tun haben. Also ich kann jetzt so eine große Sicherheit aufbauen mit Passwörtern und so weiter, aber wenn du das Passwort vergisst, dann nützt dir die ganze IT-Sicherheit nichts. Ne? Oder das Passwort auf dem Zettel, oder das Passwort auf dem Klebezettel an den Kühlschrank. Genau, richtig, ja. Genau. Es schützt definitiv vor allem Herkömmlichen, was einfach so passiert. Und aufgrund dessen, also gerne. Nee, sag nur, ich frage gleich. Ja, ich vergleiche es gerne mit einem Fußballspiel. Auf der einen Seite sind jetzt zum Beispiel gerade eure Klienten die Auswanderer, teilweise Auswanderer oder Unternehmensgründer im Ausland. Und auf der anderen Seite sind die Hoheitsgebiete, die Ämter, der Staat selber. Und es ist ein Spiel. Natürlich möchte jeder das Spiel irgendwie gewinnen. Und generell kann man natürlich sagen, ja, wir gehen davon aus, dass es ehrlich ist, aber es ist halt leider ein unfaires Spiel, weil die andere Seite halt doch teilweise Dinge tut, die nicht so fair sind. Ja. Und deswegen muss auf der anderen Seite wiederum derjenige, der auswandert, sich schützen und aufmunitionieren im Grunde, um einfach, wie du schon am Anfang gesagt hast, nicht unnötig in eine
eine Situation zu laufen, die dann unangenehm ist oder wo einfach schlafende Hunde geweckt werden, wie du es gesagt hast, die am Schluss dann wieder einschlafen, aber du hast halt einfach damit Zeit verschleudern müssen. Ja. Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt, den meisten geht es jetzt gar nicht darum, was sie jetzt heute tun. Ich glaube also, ich meine, wenn jemand mein Telefon oder was finden würde, das wäre stinklangweilig und da wäre jetzt nichts zu finden, das wird bei den meisten genauso sein. Aber die Sache ist ja die, dass wir ja in einer Zeit leben, und das hatten wir während Corona gesehen und allem Möglichen, wo sich die Dinge doch relativ schnell entwickeln. Ja? Und wir wissen ja nicht, heute mag diese Datennutzung und Staatstrojaner vorbehalten sein für irgendwelche schwerkriminellen Menschenhändler, Drogenhändler, und jeder stimmt zu, dass man bei denen ja auf jeden Fall die Telefone abhören soll. Ja? Aber wer weiß, was in der Zukunft kommt. Ja? Ich meine, in der Zukunft wird möglicherweise irgendwann mal die Steuerlast geknüpft oder die Steuerpflicht geknüpft an die Staatsbürgerschaft. Ja? Und wenn ich dann schon letztlich hier Tür und Tor hier auf meinem Handy geöffnet habe, dann ist es vielleicht möglicherweise schon zu spät. Ja? Also ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt den meisten unserer Mandanten darum geht, dass sie irgendwas machen, was jetzt nicht heute rechtlich in Ordnung wäre, aber eher so um die Sorge, wo entwickelt sich eigentlich dieser ganze Überwachungsstaat noch hin? Was heute in Ordnung ist, wird vielleicht morgen nicht mehr in Ordnung sein. Und was passiert, wenn ich mich nicht schütze? Ja, also es geht eher um dieses Problem, was so ein bisschen theoretisch, hypothetisch ist. Ja. Aber jeder, der einigermaßen intelligent ist, wird ja absehen können, dass solche Dinge möglicherweise recht schnell aktuell werden können. Wenn man nur daran denkt, dass der Staat vielleicht sehr viel Geld braucht und dass ihm sowieso ein Dorn im Auge ist, dass viele, sage ich jetzt mal, besser Verdienende ins Ausland gehen. Vielleicht wird es irgendwann mal zur Straftat gemacht, sage ich mal so. Ja. Aber dann ist es schon zu spät. Also das heißt, ich muss mich im Grunde schon davor die Maßnahmen ergreifen. Wie du ja schon gesagt hast, erfordert auch ein gewisses Umdenken im eigenen Verhalten. Also das heißt, ich muss mich da jetzt einüben, ich muss das jetzt trainieren, ich muss mich selbst umstellen, damit es, falls es mal irgendwann Thema wird, schon alles reibungslos läuft. Ja, wenn ich damit erst dann anfange, ist sowieso zu spät. Ja, absolut. Also wir hatten ja, bei euch ist ja auch wichtig generell die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes. Also es soll jetzt einfach ein Beispiel da dazu sein, wie sowas zustande kommen kann. Wir sind ja alles Menschen und oftmals, wenn wir mit Ämtern zu tun haben, dann stellen sie so die Anforderung, dass wir wie Roboter praktisch sind und wir als Menschen machen halt doch einfach menschliche Fehler. Also zum Beispiel Bestimmung des Aufenthaltsortes, wenn ich ein Zimmer habe noch zum Beispiel oder wenn ich Zugang hätte zu einem Zimmer, löst es ja schon den steuerlichen Wohnsitz aus, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Jetzt schreibe ich bei WhatsApp mit meiner Mama, weil sie irgendwie eine Frage hat zu einem Schlüssel und schon habe ich eigentlich eine Flagge ausgelöst, weil wir gerade eben über einen Schlüssel sprechen zu einem Zimmer und ich habe dadurch dann letzten Endes Probleme. Das heißt, allein nur durch ein normales Kommunizieren, ein normales Verhalten werden schon gewisse Flaggen getriggert und das ist automatisch so. Und es wird sich auf jeden Fall in Zukunft nicht verbessern mit der digitalen ID, die da eingeführt wird. Ich muss mal ganz kurz hier einhaken, Chris, und zwar, es kursierte jetzt vor einiger Zeit immer wieder im Netz rum, dass man Technologien einführen möchte, dass zum Beispiel Nachrichten, die ich beispielsweise über WhatsApp schreibe, künftig schon, bevor ich sie sende, auf dem Gerät nach bestimmten, also nach Inhalten im Prinzip geprüft und gecheckt werden sollen, möglicherweise dann auch nicht gesendet werden sollen. Ist das richtig? Hast du davon auch schon gehört, dass man da also von Gesetzgeberseite sowas durchsetzen möchte? Ist das richtig? Ja, also das ist richtig, dass das der Gesetzgeber möchte. Das ist genau das, was ich angesprochen habe mit der Frau Faeser, die Totalüberwachung ohne einen Grund. Tatsache ist aber, dass das schon längst gemacht wird. Technisch wird das schon längst gemacht. Das ist einfach nur die Legitimierung, damit das offiziell und noch in viel größerem Stile gemacht wird. Also wir brauchen heutzutage, wenn du ein normales Telefon hast, ein iPhone, brauchen wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr. Weil das Ablesen von dem, was du schreibst, bereits bevor es verschlüsselt wird, passiert. Also während du tippst, wird es schon übermittelt, was du machst. Und das hängt damit zusammen, wie das Betriebssystem konzipiert ist oder auch die App. Also die App WhatsApp zum Beispiel weiß das komplett. Aber wenn du ein iPhone hast, dann weiß das auch Apple. Und jetzt ist halt einfach die Frage, mit wie vielen Einrichtungen und App-Herstellern möchtest du deine Daten teilen? Und da ist einfach unser Ansatz, dass wir alle Türen, so gut es geht, schließen. Also es geht, dass man hier
ich glaube 99% einfach schließt. Das heißt, ja, es findet schon längst statt. Für mich ist das eigentlich eher eine Comedy. Du hattest jetzt gerade eben von WhatsApp in deinem Beispiel gesprochen und jetzt der Daniel ist hier noch näher auf WhatsApp eingegangen. Gibt es denn dazu jetzt brauchbare Alternativen? Ich meine, gut, jeder kennt Telegram, ist ja klar, und solche Dienste. Gibt es ernsthafte Alternativen zu WhatsApp, die sicher sind und heißt es dann, dass ich jetzt mit allen Freunden, die jetzt alle WhatsApp haben, letztlich nicht mehr kommunizieren kann? Oder wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen, im praktischen Leben? Ganz praktisch muss man sich so vorstellen, du musst dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass dein iPhone einfach nicht sicher ist. Es ist nicht für dich konzipiert. Da kann ich auch nichts dran ändern mit einer sicheren Kommunikations-App. Das darunterliegende Betriebssystem liegt immer noch deine Daten und weiß, was du tust. Aber angenommen, ich habe jetzt von dir, du berätst mich jetzt und ich habe jetzt von dir letztlich eine Lösung, Handy, sicheres Android-Betriebssystem. Genau. Also du kennst dann auch Messenger-Apps, die man ja. verwenden kann, die sicher sind. Ja, sobald du das Betriebssystem sicher hast, was du einsehen kannst über einen Free Open Source, dann können wir einen Messenger installieren, der auch verschlüsselt ist, aber wo niemand mehr auf deinem Bildschirm ablesen kann. Und ja, das ist wirklich sehr schwierig, da Einsicht zu nehmen, weil es halt einfach keine Backdoors mehr gibt. Backdoors heißt einfach Hintertüren, ne? Dass es Schlüssel gibt, dass jemand trotzdem draufschauen kann, obwohl es angeblich sehr sicher ist. Das müssen die großen Hersteller machen. Dazu sind sie verpflichtet, alle, die in den USA sitzen. So, da gibt es Hersteller, ja, da gibt es Apps und die kommunizieren dann zum Beispiel ohne einen Server in der Mitte. Das heißt, die gehen direkt von deinem Telefon an Daniels Telefon und werden nirgendwo mehr dazwischen gespeichert. Das heißt, du bist im Besitz der Daten letzten Endes. Und das funktioniert über Verschlüsselung, über, ja, ich sage mal, Veranonymisierung. Das heißt, da kommt zum Beispiel auch das Torwart-Netzwerk, kann zum Einsatz kommen. Da generieren wir dann diese Privatsphäre. Das heißt, wir bauen die Cyber Security zusammen mit der Privatsphäre. Es gibt ja generell sehr viele Messenger, aber viele sind nur auf die IT-Sicherheit ausgelegt. Was du brauchst, ist wirklich die Kombination von beidem, wenn du gerüstet sein möchtest für alles, was in Zukunft mit digitaler ID kommt. Aber sicher wäre auch diese Lösung ja nur dann, wenn alle, mit denen ich kommuniziere, die gleiche Lösung haben, oder? Ansonsten bringt es ja nichts. Das ist richtig. Man braucht natürlich dann den entsprechenden Messenger. Da gibt es auch Protokolle, die darunter liegen und dann mehrere Messenger-Apps dazu. Aber generell, ja, es ist wichtig zu wissen, wenn ich jetzt jemanden auf WhatsApp schreibe, dann kann ich mit dem nur eingeschränkt kommunizieren, weil es halt ausgelesen wird. Wenn jemand, mit dem ich wirklich über einen privaten Messenger kommuniziere, da kann ich wirklich sehr vertrauliche Sachen auch teilen. Was du sagst, ist richtig. Natürlich brauchen deine Kontakte auch diesen Messenger dann. Deswegen, man kann es nicht übers Knie brechen und du kannst ja jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt alle hier verzichten auf WhatsApp. Das ist ja auch ein gewisser Unternehmensstandard heutzutage schon. Deswegen brauchst du noch einen Zugang zu WhatsApp zum Beispiel, wenn du ein gewisses Geschäftsumfeld halt einfach hast, aber bitte nicht mehr auf deinem Telefon. Weil sobald du die App installiert hast auf dem Telefon, bist du schon in der Falle, da kommst du nicht raus. Du musst es isolieren und dieses Isolieren geht zum Beispiel über unseren Privacy Laptop. Das heißt, da hast du nur diese kann man jetzt zum Beispiel sagen, du hast dann ein Telefon, das nur WhatsApp drauf hat. Und dadurch, dass nur WhatsApp drauf ist, du keine Bilder damit machst und kein Telegram und keine Telefonnummer drin und so weiter, kann auch dieses WhatsApp gar keine Daten abgreifen. Das ist ja die Kunst von diesen Apps, die greifen Daten von anderen Apps noch gleichzeitig ab und übermitteln die. Also WhatsApp möchte zum Beispiel wissen, was machst du denn sonst noch alles im Hintergrund? Oder ich hätte einfach zwei Telefone, ja, ein sicheres Telefon und eins, was ich halt verwende für alle möglichen anderen Sachen. Ja, am praktikabelsten ist wirklich, du hast ein Privacy-Telefon, da machst du Telegram zum Beispiel drauf, ein paar Secure Messenger und alles, was mit deinem Unternehmen zu tun hat, zum Beispiel WhatsApp, isolierst du auf dem Rechner. Du bist sehr wahrscheinlich auch sehr viel am Rechner. Und dann hast du das isoliert von allen anderen Aktivitäten. Und du kannst theoretisch über einen Privacy-Rechner auch die verseuchten Apps zum Beispiel nutzen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Instagram-App, aber ich habe sie nur isoliert.
Und alles, was ich jetzt mit mir rumtrage, das irgendwie Gyrosensordaten abgreift, Locationsdaten, Standortdaten, Wi-Fi, Bluetooth-Scanning, was für Standortbestimmung verwendet wird. Einfach alles, was Tracker drin hat, das ist von meinem Telefon weg. Also du nutzt im Prinzip diese anderen Apps, die sonst trace- und trackbar und auslesbar wären, immer jeweils in einer eigenen virtuellen Instanz. So könnte man es bezeichnen. Ja, das muss halt auch praktikabel sein. Ne? Also dazu brauchst du zum Beispiel wieder viel mehr Leistung am Rechner. Also wir haben spezielle Rechner dafür getestet. Du brauchst mehr RAM, brauchst mehr Arbeitsspeicher, damit es auch die Kraft hat dann. Aber es geht in diese Richtung, ja. Und das hängt wieder dann zusammen mit, was wir am Anfang zum Beispiel hatten, mit dem Zugang über die Türkei zu deinem Google-Konto. Du baust dir hier die Cybersecurity-Struktur auf, die Sicherheitsstruktur, dass du immer über dieselben Wege kommst. Also zum Beispiel, wenn du eine Bank in Deutschland, London oder wo auch immer jetzt hast, dann wählst du immer denselben Standort, wie du auf die Bank zugreifst. Und das muss einmal eingerichtet werden. Jetzt bei deinem Google-Account zum Beispiel, da wählst du einmal aus, dass da, wo dein Sitz ist, dass du immer da dich drüber einloggst, weil sonst möchte natürlich wieder Google deinen Standort verifizieren, muss das Ganze mit der SMS machen. Dadurch haben sie nochmal mehr Daten, also es ist halt einfach eine riesen Datenkrake. Ja. Verstehe, macht soweit Sinn. Und gibt es jetzt irgendwelche Apps zum Beispiel, wo du sagst, also die sollte man generell nicht auf dem Smartphone haben? Ja, absolute No-Gos wären das. Ne? WhatsApp, Facebook und Instagram. Eigentlich alles, was von Facebook selber kommt. Sobald du die Google Standard-App drauf hast, ist das leider auch ein No-Go. Also die Google-Suchmaschine im Prinzip. Und das ist ja noch die Krux. Wenn du normales Android jetzt kaufst, dann sind diese Sachen so reingebrannt, du bekommst sie gar nicht mehr runter. Also da ist mit in den Einstellungen Menü ist Facebook mit drin. Du kannst zwar den Toggle noch bedienen, aber die Software ist trotzdem drauf. Und genauso ist es bei der Google-Suchmaschine im Prinzip auch. Das ist mit drin, dieser Google-Account. Ja. Das heißt, diese Dinge funktionieren halt leider nicht für Privatsphäre. Wenn du jetzt an deinem Laptop bist, Privacy-Laptop, ja klar, nutzt diese Dinge. Isoliert kannst du sehr gerne auch über virtuelle Maschinen Sachen nutzen. Das heißt, du machst einmal Recherchen und sobald du das wieder schließt, ist alles wieder auf Null zurück. Und jetzt wären wir wahrscheinlich auch bei diesem Thema Hackerangriffe. Wir fahren da einfach einen paranoiden Ansatz. Sobald wir im Internet unterwegs sind und eine Seite aufrufen, ist für mich schon klar, der Rechner ist infiziert. Es einfach ist im Internet, dass Tracker auf den Internetseiten verbaut sind. Zum Beispiel der Like-Button, der Facebook-Like-Button, der Google-Like-Button. Im Prinzip, was diese Dinge sind, da ist eine Software mit eingebaut, die alles andere von deinen Aktivitäten tracken. Und das wird über den einzelnen Like-Button übermittelt. Da sind wir wieder beim Thema Browser-Fingerprinting, wo einfach diese Brotkrümel, die du hinterlässt, im Internet zusammengefasst werden und übermittelt werden. Das heißt, das Beste ist, wenn du Recherchen jetzt machst, dass du das an einer Wegwerfmaschine zum Beispiel machst. Habt ihr das? Ich glaube, das ist. Soll ich es nochmal erklären, oder? Nee, macht Sinn. Macht Sinn. Also es macht Sinn, es widerspricht sich halt immer wieder mit dem Komfortbedürfnis des Menschen, ne? Weil, und jetzt da ist genau diese Krux zwischen der IT-Welt und dem eigentlich normalen Menschen. Die meisten ITler schlagen nicht diese Brücke, dass es zugänglich ist für uns. Also ich bezeichne mich auch als normalen User. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zoom-Meeting hier mache, kann ich ja nicht angehen und hier programmieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, es muss eingerichtet sein und praktikabel sein. Und genau darauf haben wir uns spezialisiert, dass diese Infrastrukturen oder diese Lösungen einfach zugänglich werden. Jetzt haben wir ja bisher geredet, sage ich jetzt mal, von Software, die irgendwas aufzeichnet und es dann irgendwo abspeichert, was dann von außen von irgendjemand zugänglich sein kann. Wie ist denn das jetzt du hattest jetzt ja von diversen Devices gesprochen, zum einen mal ein sicheres Handy. Aber wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel jemand dieses Handy
physikalisch in Besitz hat, weil es mir stiehlt, was weiß ich, Industriespionage oder das Gerät irgendwie in die Hände jetzt zum Beispiel von irgendjemandem, der es nicht haben soll. Wie schwierig ist es, wenn ich das Gerät physisch vor mir habe, das dann auszulesen? Dieses sichere Handy, von dem du jetzt gesprochen hast. Also dass jedes Handy natürlich, jedes andere Handy natürlich dann sehr, also naja, mit dem entsprechenden Aufwand wahrscheinlich dann auch knackbar ist, ja klar, aber wie ist es mit dem Handy, mit der Lösung, die du anbietest, ist die davor auch sicher? Ja, generell vielleicht noch zu den normalen Telefonen. In Zukunft beim Reisen wird es zum Beispiel wichtig sein, dass man Zugang zu den Telefonen preisgibt. Also da gibt es einige Länder schon, in Australien war das zum Beispiel schon ein paar Mal der Fall, dass man einfach das Telefon mit PIN öffnen muss und die Inhalte zeigen muss. Ernsthaft? Und ja, ernsthaft. Da gibt es auch schöne Berichte drüber, Erfahrungsberichte, ja. Jetzt ist halt hier die Schwierigkeit, dass sie generell die Gerätschaften auch da dazu haben. Selbst wenn du jetzt also das nicht öffnest, dann ist es wirklich was Leichtes mit einem normalen Mainstream-Telefon, wird angeschlossen, macht das Ding automatisch und sie haben direkt Zugriff da dazu. Und jetzt Privacy-Telefon. Es muss einfach im Betriebssystem was hinterlegt sein, was es bei jedem Mal falsch eingeben, also versuchen, das Passwort zu knacken praktisch, erschwert beim nächsten Mal. Und das ist bei diesem Telefon zum Beispiel anders. Bei diesem Telefon, wenn ich den PIN falsch eingebe oder versuche über Anschließen von dieser Software oder von diesem Gerät, was Sie da haben, den PIN zu knacken, dann wird immer die doppelte Zeit addiert. Das heißt, ich komme ziemlich schnell an ein Limit, an das ich muss abwarten und es ist schlichtweg einfach so schwierig, das Ding zu öffnen. Es gibt auch zum Beispiel Datenträger, die löschen sich zum Beispiel nach 10-mal falsch eingeben selbst. Funktioniert auch bei gewissen USB-Sticks. Aber jetzt in dem Beispiel, was du gesagt hast, würde ich jetzt ja nicht würde ich da nicht ins Land reinkommen oder was wäre die Konsequenz dessen, wenn ihr dieses Telefon auslesen könnt? Genau, das ist jetzt der nächste Punkt. Was möchtest du geben? Erstmal ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich möchte die Kontrolle über meine Daten haben. Aber das kannst du nicht durchziehen auf Dauer, weil die digitale ID will von dir gefüttert werden. Du musst einfach in der Lage sein, dass du entscheidest, was du der digitalen ID fütterst. Und das funktioniert technisch, dass du das Telefon zum Beispiel öffnest oder den PC öffnest und ihnen das zeigst, was für dich okay ist, was du ihnen zeigst. Du könntest theoretisch hier eine digitale ID wirklich bauen nach Vorbild, nach Akzeptanz, sodass du kein Problem hast. Also ich habe sozusagen 2 Profile auf dem Telefon. Also ich sage ein Profil, was ich jedem zeigen kann, und dann habe ich noch ein zweites Profil mit einem anderen Username oder Passwort einlogge und dann habe ich halt mehr Genau, Apps, richtig. die ich habe. Und wenn jetzt einer am Flughafen das sehen will, logge ich mich da ein und da gibt es halt 3, 4, 5 Apps. Da ist von mir aus wenn das mal wieder notwendig sein sollte, meine Impf-App zum Beispiel drauf, ohne die ich vielleicht jetzt nie einreisen kann, weil ich da irgendwie ein Zertifikat zeigen müsste oder vielleicht gibt es künftig ja die ID, das ist auch im Gespräch, dass der Personalausweis zum Beispiel dann auf dem Handy. Richtig, ja. Das ist ja der Traum der Behörden, weil man damit dann natürlich die Bürger gerade dazu bekommt, das Smartphone noch mehr zu verwenden, wieder unter dem Thema, unter der Überschrift der Einfachheit, des Komforts, ne? Also sprich, man braucht kein Portemonnaie mehr mit, weil man Personalausweis und Kreditkarte alles schon im Smartphone hat. Und dann könnte man sozusagen eine Ebene haben in dem Smartphone, was du anbietest, wo ich diese Apps, die ich dafür brauche, wenn ich einmal habe, und ansonsten gibt es noch ein zweites Level. Generell bieten wir Online-Kurse an. Und da ist das Telefon mit dabei als Geschenk, weil es einfach einfacher fällt, den ganzen Online-Kurs zu absolvieren. Von was ich jetzt gerade eben gesprochen habe, diese Teilung, die ist bei dem Telefon noch nicht möglich. Da reicht die Kapazität heutzutage noch nicht aus, das praktisch umzusetzen. Aber bei den Rechnern reicht es aus. Da haben wir genügend Leistung und Möglichkeiten, das umzusetzen. Da ist es möglich. Ja. Interessant. Also du kannst, es ist ja so, sag nur, Chris. Ja, kannst du so vorstellen, es gibt einen USB-Stick und es gibt ein Programm, das heißt zum Beispiel VeraCrypt. Da kannst du diesen USB-Stick in 2 Teile teilen und es haben dann 2 verschiedene Passwörter. Und wenn du das Passwort für die eine Partition praktisch freigibst, für den einen Teil dieses USB-Sticks, dann sieht man aber nicht, dass da noch ein anderer Teil ist.
So in der Art funktioniert das Ganze. Das heißt, du hast ein Passwort, das du preisgeben kannst, ein Passwort, das du halt für dich selber behältst. Wird in Zukunft schon so der Fall sein. Ja. Verstehe. Genau, das ist ja in gewisser Weise auch wichtig. Also ich meine, es ist ja heute durchaus so, dass jetzt Leute, die jetzt absolut hier versuchen, sage ich jetzt mal, unterm Radar zu schwimmen, ja, die zum Beispiel überhaupt kein Social Media haben, die kein LinkedIn haben, kein Xing haben, kein Facebook haben, die sind ja letztlich oftmals heutzutage schon in der Geschäftswelt eigentlich nicht wirklich geschäftsfähig. Ja. Also jede Bank, jeder Investor, jeder Geschäftspartner heutzutage schaut sich an, wie du online vertreten bist. Da muss es irgendwas über dich geben, Artikel, die du geschrieben hast, die über dich geschrieben worden haben, eine Webseite über dich, über dein Unternehmen, dein Lebenslauf und so weiter und so fort. Ja. Wenn du das nicht hast, das ist ja für die meisten, bist du heute letztlich ja schon unglaubwürdig. Ja. Also es ist ja oftmals der Traum, also ich habe mir wieder Mandanten, die sagen, überhaupt nichts, ich habe kein LinkedIn, mich findet niemand. Das ist in meiner Erfahrung nach führt das eher zu Nachteilen, ja, weil wenn dich niemand findet heutzutage, das wirkt seltsam, das wirkt fast schon verdächtig. Ja. Also deswegen, ich glaube, das Stichwort ist im Grunde, man muss das sorgfältig, also selbst letztlich mit Aufwand und mit Mühe und mit viel, Feingefühl und Geschick letztlich sich selbst eine Online-Identität bauen mit den Informationen, die natürlich korrekt sind, die man preisgeben will, ja. Und wie gesagt, Stichwort ist ja die Kontrolle zu haben, die Dinge eben zu veröffentlichen, die man auch zeigen will, aber eben nicht jetzt unfreiwillig irgendwelche Dinge hier leaken zu lassen in die Öffentlichkeit. Ja, jetzt sprichst du an mit viel Mühe und Aufwand. Ich denke, es ist wichtig, da zu unterscheiden und dass es auch eine gewisse Treppe ist. Wir werden jetzt nicht anfangen als normaler User und direkt voll einsteigen. Ich denke, es ist wichtig, Step by Step das durchzuarbeiten und die Awareness, die Wachsamkeit praktisch dafür, Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln. Also ich spreche auch im Kurs davon, dass wir einen Wächter installieren mit dem, was ich tue, aber irgendwo an einer Stelle ist es wichtig anzufangen und das Einfachste ist das Smartphone. Deswegen empfehle ich als erstes an dem Smartphone zu arbeiten, das auszutauschen, alternative Apps. Und da ist mit drin, okay, wie verhalte ich mich besser in Zukunft, dass einfach diese normalen Fehler des Preisgebens nicht mehr passieren. Und dann kommt von mir aus der Computer dran, den ich auswechsle. Dann kümmern wir uns von mir aus um andere Hardware wie den Router oder den Fernseher oder Staubsaugerroboter oder Spielzeug oder alles, was sonst noch irgendwie liegt. Und gleichzeitig immer im Hintergrund das Verhalten. Wie verhalte ich mich? Und ein Baustein davon sind die Social Medias. Wie kann ich die geschickt nutzen? Weil zum Beispiel ist oftmals auch schon die Sprache davon gewesen, dass man, um in ein Land einzureisen, in den USA, muss ich meine Social-Media-Profile angeben. Wenn ich die nicht habe, wie du sagst, verdächtig, ja. Aber wie füttere ich das Ganze? Und wenn man da eine Strategie hat und vor allem, wenn wir auch das zeigen, wie das gemacht wird, dann ist das schon viel einfacher. Also wir nehmen wirklich da jeden an die Hand, um durch diesen Wechsel, das ist wirklich ein Wandel durchzugehen. Ja. Klingt interessant, ja. Jetzt hast du schon gerade mit Staubsaugerroboter und so Sachen angesprochen. Vielleicht können wir ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer nochmal sagen, also muss man sich da wirklich Sorgen machen? Also gibt es da Dinge, wo der ein oder andere vielleicht überhaupt nicht dran gedacht hat bisher, dass ihm das auch mal auf die Füße fallen könnte, so an Gadgets oder irgendwelche Haushaltsgeräte? Ja, der Staubsauger hat inzwischen viele, die von China zum Beispiel kommen oder von Asien, die haben Mikrofone verbaut. Und mit dem Staubsauger funktioniert es so, dass es also eine App gibt und mit der App kannst du den Staubsauger steuern. Und der fährt im Grunde dein Wohnzimmer ab. Das heißt, dadurch entsteht ein Grundriss. Dieser Grundriss wird übermittelt an diesen App-Hersteller. Der Server dazu liegt meist nicht in Europa, sondern in Übersee oder einfach in Asien. Das heißt, du legst das Grundstück oder dein Wohnraum, wo was ist. Das lässt sich ziemlich leicht dann auch mit der künstlichen Intelligenz auslesen. Und wenn jetzt da an dem Staubsauger ein Mikrofon drin ist, dann ist es auch einfach, über künstliche Intelligenz das auszulesen und alles, was gesprochen wird oder erkannt wird an Sprache, zu transkribieren. Das heißt, du hast einen direkten Spion, der alles mithört. So, jetzt geht es aber weiter. Jetzt hast du wieder deine anderen Profile. Du hast dein normales Mainstream-Telefon und darauf hast du sogar diese App,
von dem Staubsauger. Das heißt, du sprichst jetzt hier irgendwas von mir aus über Zahnbürsten und auf einmal poppt hier auf deinem Telefon eine Werbung für Zahnbürsten auf. Also mir ist das in den letzten 2 Jahren wirklich sehr oft passiert, dass Freunde und Bekannte davon berichtet haben, dass sie über was gesprochen haben, wo sie wirklich noch nie drüber gesprochen haben und auf einmal poppt hier Werbung auf. Und das liegt genau daran, weil es Spione gibt, zum Beispiel einerseits die Apps auf dem Telefon, also hätte ich Facebooks-Apps drauf, wie Instagram, WhatsApp und so weiter, die machen das, als auch in Geräten. Und da ist jetzt der Staubsauger nicht das Einzige. Also wir haben zum Beispiel Kameras in Wasserflaschen schon gesehen. Oder in Plüschtieren für Kinder. Und wenn natürlich das Kind jetzt schon Daten liegt an Datenkraken, die ausgelesen werden und transkribiert werden, hey, dann ist der komplette Werdegang eines Menschen dokumentiert und du weißt genau, aus welchem Holz der ist später, was er weiß, was er nicht weiß. Es ist also ziemlich schwer, da in Zukunft dann irgendwie standzuhalten oder was dagegen aufzubauen. Deswegen ist es so kritisch, einfach diese Geräte, was man sich zulegt, zu untersuchen. Also teilweise sind es auch Öfen, Mikrowellen, die da einfach mit Apps und mit dem Wi-Fi verbunden werden. Je mehr ich das Ganze halt mache, desto mehr mache ich die Tore auf. Und dann brauche ich mich auch irgendwann nicht wundern, wenn ich irgendwie gehackt werde. Also von mir aus gerne. Also ich mag ja auch IT und die Gerätschaften. Ich bin ja schon auch ein Fan davon. Aber wenn ich mir die Sachen zulege, dann muss ich wirklich auch die Suppe danach auslöffeln und mich als Verantwortlichen sehen. Ja, das war doch mal ein gutes Statement. Ja, dann, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Gesprächszeit, aber wirklich interessant. Ich habe das Gefühl, man könnte da noch mehr drüber sprechen. Vielleicht noch eine Frage, kurze Antwort und dann noch das sozusagen Outro. Aber eine ganz kurze Antwort. Wenn irgendeiner jetzt zu dir kommt und sagt, Chris, also ich habe nichts zu verstecken, also warum so ein hoher Aufwand für Privatsphäre? Was ist deine kürzestmöglichste Antwort auf dieses Argument? Warum hast du dann eine Türe an deinem Wohnzimmer oder Apartment oder Haus? Dann könntest du es ja auch offen lassen. Aber man merkt, du hast diese Wow. Frage schon häufig gestellt bekommen. Ja, genau. Und dann passiert halt so einiges, wenn die Türe immer offen ist, dann hört jeder mit. Du sprichst ja auch mal über Nachbar und wir sind Menschen. Wenn uns was nicht gefällt, sprechen wir mit unserem Partner drüber und nicht jeder soll das dann mitbekommen. Und auf einmal hast du dann einen Nachbarschaftsstreit und es gibt Dinge, die magst du einfach nicht, dass die nach außen kommen. So sind wir Menschen. Nur so funktioniert eine Gesellschaft, wenn Privatsphäre mit eingebaut ist. Wenn wir das verlieren, dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Dann ist hier wirklich nicht mehr so schön. Ja, dann kommen wir noch zum Schluss darauf zu sprechen. Du bietest ja Kurse an für Personen, denen ihre Privatsphäre wichtig ist oder eben daran liegt. Was lernt man da? Wie kann man sich das vorstellen? Ist der Kurs jetzt an IT-Profis gerichtet oder können da auch unbedarfte Privatleute zuschauen, zuhören? Genau, das Zweite ist der Fall. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Es ist genau für alle Menschen gemacht, die umsteigen wollen und keine IT-Vorkenntnisse haben. Wir gehen im Prinzip her und tauschen dein Telefon aus und gehen Stück für Stück durch, dass du verstehst, wie das Telefon funktioniert. Im Grunde ist es nicht anders, wie du jetzt dein Telefon bedienst. Du hast halt nur ein paar andere Apps und das Betriebssystem ist halt wirklich dafür konzipiert, deine IT und deine Sicherheit und Privatsphäre zu wahren. Und dann gleichzeitig gehen wir her, okay, wie mache ich das in Zukunft, wenn Bargeld zum Beispiel abgeschafft wird? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir holen uns Telefonnummern, eine neue, aber die kann man sich auch anonym besorgen zum Beispiel. Wir gehen Stück für Stück in dem Kurs einfach darauf ein, wie man sich rüstet und in Zukunft die Privatsphäre auch dann wahren kann. Und also das ist der Transform-Kurs, da geht es um das Telefon und dann haben wir auch den Superior-Kurs, da geht es um den Laptop einzurichten, von dem, was ich gesprochen habe, alles zu isolieren und das praktikabel zu machen, auch im Alltag. Also gerade für Unternehmer, wir haben darüber gesprochen, Hackerangriffe und so weiter, da ist es wichtig, dass die Informationen bei dir bleiben. Okay. Interessant. Ja, du, vielen Dank. Ja. Also dann blenden wir auf alle Fälle noch ein, wie man dich am besten erreichen kann. Oder vielleicht willst du noch ganz kurz sagen, wer dich erreichen will. Ja, am besten gerne über unsere Webseite privacy.world, einfach über Kontakt, gerne uns schreiben. Auch andere Fragen jetzt unabhängig vom Kurs und auf Telegram, Privacy World.
und auch auf unserem YouTube-Kanal. Privacy. Klasse. Super. Also dann vielen herzlichen Dank, Chris. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auch von den Zuschauern und Zuhörern Kommentare und Fragen noch bekommen, die wir dann gerne an dich weiterleiten und gemeinsam mit dir beantworten. Sehr gut, so machen wir es. Vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch, das wir miteinander haben. Klasse. Danke dir, Chris. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.